Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Ich habe eine ganze Zeit keine Videos mehr gemacht. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Und ich habe auch nicht beim DSM-Finale mitgespielt. Das hatte persönliche, familiäre Gründe. Und ja, ich mache einfach gerade auch nicht ganz so viel für Schach und spiele gerade nicht so viel. Die Saison geht bald wieder los und dann werde ich wieder einsteigen und werde auch wieder mehr Turniere spielen. Aber gerade ist einfach privat sehr viel los bei mir. Und ich glaube, ihr könnt das alle bestätigen. Schach ist eine super schöne Sache, ein super schönes Hobby. Ich liebe Schach. Es ist eine der ganz wenigen Sachen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Aber Schach ist nicht das Wichtigste im Leben. Und manchmal gibt es eben andere Dinge, die dazwischen kommen und wichtiger sind. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich werde diesem Kanal treu bleiben und werde immer wieder irgendwann Videos posten. Ich habe auch hier schon mehrere Videos darüber gemacht, dass ich eben nicht mehr mich irgend so einem Rhythmus unterwerfe. Deswegen, es kann passieren, dass hier mal eine Weile Pause ist und nichts kommt und dann eine Weile wieder mehr Videos kommen. Und da könnt ihr euch auch meine Videos dazu anschauen, zu den dunklen Seiten von YouTube, dass ich eben lange Zeit mich damit gestresst habe mit diesem Rhythmus und mittlerweile aber gelernt habe, da so mit mir zu leben und weiß, dass viele von euch mich trotzdem schon lange unterstützen. Da bin ich euch auch dankbar und auch in diesem Video werde ich mich wieder freuen, wenn ihr mir Kommentare schreibt und freue mich auch, euch bald wieder irgendwo bei Turnieren und ähnliches zu sehen. In diesem Video möchte ich mit euch über das Thema Rechnen und Rechentraining sprechen. Und zwar habe ich hier eine Partie rausgesucht, die ich auch natürlich vorgestellt habe von der DSAM letztes Jahr. Und dort hatte ich Weiß und es kam diese Stellung aufs Brett. Ich hatte eine Figur geopfert aus der Vorbereitung und wusste, dass das gut ist. Und hier habe ich jetzt gespürt, dass ein kritischer Moment ist. Und worüber ich jetzt mit euch sprechen möchte, ist über genau diese Dinge. Wann ist ein kritischer Moment? Wann sollte man rechnen? Wie sollte man rechnen? Und wie sollte man das Rechnen trainieren? Das werde ich in diesem Video jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, aber versuchen mit euch einmal so ein bisschen umfassend zu besprechen, weil das sind zum Beispiel für mich ganz entscheidende Themen, weil ich bin eben ein sehr taktischer Spieler, ein sehr scharfer Spieler. Ich habe sehr viele von diesen Stellungen auf dem Brett und deswegen muss ich sehr, sehr viel rechnen und da macht es natürlich Sinn, das zu trainieren. In dieser Stellung habe ich gespürt, dass es eine kritische Stellung ist. Das bedeutet, dass es ein Moment ist, der die Partie entscheiden kann. In jegliche Richtung. Kritische Momente können sein, dass dein Gegner droht zu gewinnen, Matt zu setzen, Material zu gewinnen, dass du drohst zu gewinnen oder denkst, du kannst gewinnen oder dass du eben durch einen Abtausch ein verlorenes Endspiel noch Remis halten kannst oder gewinnen kannst. Also typischerweise Momente, wo sich der Ausgang der Partie entscheiden oder ändern kann. Das ist oft ein Gespür. Sei es eben, dass man merkt, dieser Abtausch könnte was bedeuten, beziehungsweise Abtäusche im Endspiel können immer was bedeuten. Das sind fast immer automatisch kritische Momente, aber gerade in taktischen Momenten hat das damit zu tun, dass man einfach viel Taktiktraining macht, viele Muster erkennt und dann irgendwann, sage ich immer, geht dieser taktische Radar an. Da merkt man, hey, das sieht komisch aus, hier könnte was gehen. Und das ist dann immer der Moment, wo man einsteigen kann zu rechnen. Was aber ganz wichtig ist vor dem Rechnen, ist das Thema Kandidatenzüge suchen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, da könnt ihr ja auch gerne mal zu schreiben, wie das bei euch klappt, überhaupt mit dem Rechentraining und was sind eure größten Probleme bei dem Rechnen. Bei mir immer noch eins der größten Probleme ist, dass ich immer wieder dazu neige, diesen ersten Zug, den ich sehe, wo ich denke, das ist bestimmt der richtige, den sofort loszurechnen. Die richtige Methode ist es aber, zuerst die Kandidatenzüge zu suchen. Das heißt, erstmal alle Züge zu suchen, die interessant aussehen und so aussehen, als könnten sie vielleicht die Partie gewinnen. Und dann versucht man diese Kandidatenzüge nach und nach zu berechnen. Und wenn wir jetzt in einer idealen Schachwelt leben, wo wir ideal alles berechnen und einschätzen können, dann würden wir alle Züge berechnen, alle Antworten. Das zweigt sich dann so auf. Dann haben wir am Ende der Äste irgendein Ergebnis und dann versuchen wir dieses Ergebnis einzuschätzen von gut, mittel, schlecht. Und
dann können wir eben entscheiden, ob einer dieser Züge gut ist. Wenn zum Beispiel alle Ausgänge eines Zuges, alle Varianten für dich gut enden, sei es mit Matt oder mehr Materialgewinn, dann ist es natürlich ein guter Zug. In Wirklichkeit, gleich vorneweg, ist das ein bisschen schwieriger, weil es immer wieder dann Momente gibt, wo Stellungen rauskommt, die weiterhin unklar sind. Das heißt, da hast du vielleicht noch einen Bauern weniger, aber noch irgendwie Gegenspiel oder dein Gegner hat Gegenspiel und es ist dann unklar, wie gut jetzt diese Variante ist. Das ist natürlich die Schwierigkeit dann am Ende beim Schach oder dass man vielleicht eine Verteidigungsidee nicht sieht. Hier in dieser Stellung war ich eben dran mit Kandidatenzüge und die stärksten Kandidatenzüge, die du suchen kannst, sind forcierte Züge. Und forcierte Züge sind typischerweise Schachgebote, denn wenn du einen Schach gibst, dann muss der Gegner darauf reagieren. Am allerstärksten ist ein Schlagzug mit Schach, denn dann kann der Gegner nicht einfach weggehen mit seinem König, weil du ja eine Figur geschlagen hast. Das heißt, du gewinnst Material und gibst Schach und dann ist typischerweise die Reaktion darauf, nämlich dass der Gegner die Figur nehmen muss. Forcierter geht es eigentlich nicht. Hier haben wir zwei Schlaggebote mit Schach, nämlich Turm E7 und Turm D6. Und wir haben jetzt hier noch ein paar Schachgebote, wie zum Beispiel Dame F5 und Dame B5. Dame B5 geht nicht, weil die gegnerische Dame da drauf ist. Also noch Dame H3 und Dame G4. Tatsächlich waren für mich hier die ganz klar entscheidenden Züge Turm E7 und Turm D6. Über beide habe ich lange nachgerechnet. Je stärker du wirst, je schneller kannst du manche Züge sofort verwerfen, weil du siehst, das bringt gar nichts. Aber gerade wenn du eben noch nicht so stark bist, dann macht es Sinn, das wirklich rigoros zu verfolgen, dass du in so einer Stellung oder gerade wenn es auch zum Beispiel eine Taktikaufgabe ist und du weißt, dass es eine Lösung gibt, dann ist es natürlich dann noch besser, dass du erstmal ganz konkret genau das machst. Du suchst erstmal alle Schlaggebote mit Schach und nimmst die in deine Liste der Kandidatenzüge auf. Manche kannst du sofort verwerfen, weil zum Beispiel dieses Schach kann ich eben sofort verwerfen, weil Schwarz sie schlägt. Okay, aber es ist ein Schach, was man auch in seine Liste mit aufnehmen kann. Das heißt, alle Schlagzüge mit Schach und alle Schachs kannst du erstmal in deine Liste am Anfang mit reinnehmen und kannst sie dann natürlich dementsprechend aber auch schnell wieder rauswerfen, beziehungsweise viele davon. Wie gesagt, je stärker du wirst, je schneller wirst du eben sehen, welche Züge wirklich aussichtsreich sind und welche nicht. Also ich habe den Zug Turm D6 und Turm E7 gesehen und habe gemerkt, jetzt ist ein kritischer Moment. Was passiert dann? Das Wichtige ist, dass man dann den Fokus einschaltet. Das heißt, ein größerer Teil der Schachpartie findet ja nicht bei 100% statt. Du musst nicht immer 100% so angespannt sitzen, sondern spielst oft auch normale Züge oder triffst Entscheidungen. Jetzt beim Rechnen ist es aber wichtig, dass du dann wirklich dein Gehirn, den Rechenmotor anschaltest und voll konzentriert rechnest. Ich habe mir hier jetzt Zeit genommen, so 25 Minuten, das ist der andere Punkt. Zeitmanagement, das ist natürlich, wir sprechen jetzt über eine Langzeitpartie, wichtig ist, dass du in diesen Momenten Zeit hast. Dafür ist es eben gut, ein gutes Zeitmanagement zu haben, dass man dann in diesen Situationen, in die man kommt, wo man eben rechnen muss und die Zeit braucht, sie auch hat. Ich zeige euch erstmal, was ich hier berechnet habe bei Turm D6. Also, wenn der König nimmt, dann geht es ganz einfach. Es geht hier mit Dame C5 sogar matt, denn der König hat nur ein Feld und es kommt Turm E7 matt. Das heißt, auf Turm D6 gibt es eben zwei Antwortzüge, Läufer D6 und König D6 und König D6 fällt schon mal raus. Das ist gut, das macht es sehr einfach. Das heißt, nach Turm D6 bleibt nur noch Läufer D6 über. Dann habe ich Dame F7 gesehen und Läufer E7 geht jetzt nicht, weil ich den einfach schlage. Das heißt, der König muss raus. Er kann irgendwie auf diese beiden Felder. Und ich habe jetzt gesehen, dass, wenn, egal wo er hingeht, dass ich danach Turm C4 spielen kann. Und dass jetzt der König matt wird, wenn er weiterläuft. Wenn die Dame ist hier, der Läufer ist auf B6, der König kann nur eigentlich nur nach B5 und dann kommt Dame D5 zum Beispiel und es wird gleich matt. Wenn der König dann nach hier geht, dann ist Turm A4 schon direkt matt. Was ich aber als Antwortmöglichkeit gesehen habe, ist, dass der Gegner hier die Dame opfern kann und er jetzt ja zwei Türme für die Dame hat und diese Stellung
konnte ich nicht hundertprozentig einschätzen. Ich habe mir schon gedacht, dass sie sehr gut ist. Die Engine sagt auch, sie ist klar gewonnen, weil wahrscheinlich auch der König zu schlecht ist, aber so hundertprozentig sicher war ich mir nicht. Deswegen habe ich diese Variante erstmal als gut abgehakt, aber habe dann mit der anderen Variante weitergerechnet. Das heißt, Turm E7. Hier ist es ganz klar, hier gibt es nur einen Kandidatenzug, denn der König muss nehmen. Wenn er jetzt den Turm nämlich nicht nimmt, deswegen sind Schlagzüge mit Schach so gut und irgendwie rausgeht, dann kann ich ja einfach weitermachen und habe eine Figur gewonnen. Das heißt, das ist dann auf jeden Fall gut. Also nimmt der König hier, es kommt Dame E5 Schach und jetzt gibt es wieder nur 2 Züge. Das ist eben natürlich auch gut, umso weniger Antwortzüge es gibt, umso weniger musst du rechnen. Das ist der Vorteil von forcierten Zügen, von Schachgeboten, dass eben typischerweise die Anzahl von Antworten begrenzt ist. Es gibt König F8 und König D7. König D7, das konnte ich hier relativ schnell abhaken, weil das wird jetzt auf jeden Fall matt. Dame und Turm setzen matt. Ich habe das jetzt gar nicht in der Tiefe hier weiter berechnet, aber es dauert tatsächlich auch nur noch 3 Züge. Wir können jetzt zum Beispiel auf C5 einen Schach geben. Der König geht hier nach B7. Wir geben hier auf A7 einen Schach und spielen Turm C6. Ich habe aber diese Stellung im Prinzip hier als gewonnen und das wird matt jetzt beendet. Das war mir klar, dass ich habe so viel Angreifer und der Gegner hat keine Verteidiger. Der schwierige Punkt ist immer, wann bricht man eine Stellung ab? Wann sagt man, sie ist unklar, sie ist schlecht, sie ist gut für mich? Wann bricht man ab? Wie viele Züge muss man rechnen? Da gibt es keine Regel. Das ist auch, warum Schach natürlich auch so schwierig ist. Das ist, kennt ihr bestimmt auch alle. Man rechnet dann nicht weit genug. Hätte man einen Zug weiter gerechnet, hätte man noch was gesehen, das passiert. Das heißt aber nicht, dass man immer so weit wie möglich rechnen sollte. Deswegen war mir schon klar, dass hier der entscheidende Zug König F8 ist und jetzt hier Turm D6. Jetzt hat der Gegner einen sehr, sehr schlechten König. Ich habe jetzt hier eine Qualität weniger, aber habe auch einen Bauern dafür und wie gesagt, der König ist schlecht. Es gab jetzt aber einen Zug, den ich gesehen habe, den ich als Hauptverteidigungszug eingeschätzt habe. Ich wusste, dass wenn er jetzt hier tauscht, dann kommt die Dame auf die Grundreihe und dann gewinne ich den Turm da hinten. Das schauen wir uns gleich an. Wenn der Turm irgendwo weggeht, dann gibt es auch eine Variante, die gleich in der Partie kommt. Deswegen habe ich gesehen, dass die kritischste Variante Turm E8 ist. Denn das greift meine Dame an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach C5 gehe und Abzugschach drohe, dann geht der König nach G8. Und diese Stellung ist nicht so klar. Weil der König, der Turm spielt zwar gerade nicht mit, aber mein König ist sehr schlecht, ich habe eine Qualität weniger und die Stellung ist tatsächlich ausgeglichen. Und das habe ich auch so eingeschätzt, dass das der Hauptverteidigungszug ist und dass damit C5 nicht die Lösung ist. Und deswegen war mir klar in all diesen Berechnungen, die ich hatte, dass das hier die kritische Stellung sein muss. Das ist erstmal die kritische Stellung in diese Verzweigung, die ich bisher habe, denn das andere war relativ klar, da gab es keine anderen Möglichkeiten, da komme ich gut raus oder setze sogar matt. Aber hier gibt es jetzt einen unklaren Ausgang, wenn ich nichts finde. Und deswegen habe ich mir hier nochmal richtig viel Zeit genommen und habe hier eine taktische Idee erkannt, dass hier die Damen gegenüberstehen und ich gerne den Läufer abziehen würde mit Schach. Und deswegen gibt es jetzt hier den sehr hübschen Zug Turm D8. Und als ich den in der Vorausberechnung gesehen habe, ich habe ihn wirklich 5-mal geprüft, weil es opfert natürlich erstmal einen Turm und das ist ja eine Stellung, die ich nicht auf dem Brett hatte, sondern die ich 3, 4, 5 Züge vorher visualisieren musste. Und wenn ich hier einen Fehler in der Visualisierung mache, dann habe ich einfach einen Turm weniger oder einen Turm und noch eine Qualität weniger. Aber tatsächlich gewinnt dieser Zug, es droht nämlich matt. Was aber jetzt zum Beispiel wichtig ist, es ist kein forcierter Zug. Also ich drohe zwar matt, aber der Gegner hat Möglichkeiten. Und wenn er es zum Beispiel schaffen würde, seine Dame zu retten mit Schach, dann wäre es vielleicht spannend, aber er kann höchstens er kann keinen Schach auf D1 geben, das ist wichtig, weil mein Turm das deckt. Er kann nur einen Schach auf E1 geben und das ändert die Situation jetzt hier nicht. Die Dame steht weiterhin hier in der E-Linie und dann gewinnt Läufer C5 mit Schach durch den Abzug die Dame. Wenn zum Beispiel hier Dame D1 gehen würde und ich hier weggehen würde, das wäre natürlich anders, dann könnte er hier nehmen und hätte jetzt seine Dame gerettet. Deswegen ist es eben auch wichtig zu versuchen, bei den Kandidaten auch die Antwortkandidaten zu sammeln. Das heißt, was kann mein Gegner machen? In der Partie folgte jetzt noch der Tausch hier. Jetzt muss der König nach E8, auf G8 setze ich ihn einfach Grundreihen matt. Und jetzt gehe ich aber trotzdem auf die Grundreihe und nehme den Turm. Und auch das hatte ich noch in einer Vorausberechnung gesehen, dass jetzt Dauerschach hier droht.
durch den schwachen König, ich aber einfach auf G7 nehmen kann und dann alles geklärt ist. Es kamen mir noch so ein paar Züge, aber hier hat jetzt Schwarz keinen Schach mehr und hat jetzt hier auch aufgegeben. Das heißt, ich gehe nochmal zurück in diese kritische Stellung. Wenn du dein Rechnen verbessern möchtest, dann fängt das mit dem Training an, beim Training. Wenn du eine Taktikaufgabe hast, und das solltest du eben machen, das ist der Hauptteil, um dein Rechentraining zu verbessern, dass du Taktikaufgaben löst, dann solltest du erstens 100%ig konzentriert sein. Denn so wie du im Training rechnest, rechnest du auch in einer Partie. Wenn du Solari-Fari rechnest, naja, Tommy 7, das sieht schon gut aus, das wird schon gewinnen, dann wirst du in der Partie ähnlich rechnen. Das heißt, versuche 100%ig konzentriert zu rechnen. Suche dir erstmal die Kandidatenzüge, die forcierten Schlagzüge mit Schach und die Schachgebote zuerst. Gehe die Kandidatenzüge durch, versuche jede sinnvolle Antwortmöglichkeit des Gegners aber zu beachten und versuche dann immer dieser Systematik zu folgen, dass du Zug für Zug und Antwort für Antwort abarbeitest, eine Einschätzung machst und am Ende zu einem Ergebnis kommst. Das ist, wie gesagt, in der Praxis nicht immer ganz einfach, weil man doch manchmal ab und zu hin und her springt, aber je mehr du das trainierst, je besser wirst du da drin. Und noch ein wichtiger Tipp, stell dir einen Timer. 15 Minuten, weil typischerweise das, was du nach 15 Minuten nicht gesehen hast, das wirst du auch danach nicht mehr sehen. Manchmal ist so ein Moment, das kenne ich von früher noch sehr oft, du hast so eine Taktik und es funktionieren alle Varianten und sie sind schön, aber eine Variante funktioniert nicht. Es gibt eine Variante, die widerlegt das, die verteidigt das und dann willst du, dass diese Variante funktioniert, weil die anderen Varianten so schön sind und man sucht und rechnet und hier und tauscht Züge um und 20, 25, 30 Minuten, bis man irgendwann erkennt, nee, es funktioniert nicht. Und das ist eben ganz typisch, dass wenn du nach 15 Minuten nichts gefunden hast, wird nicht auf einmal nach 25 Minuten eine Erleuchtung kommen und du irgendwas sehen, was du vorher noch nicht gesehen hast. Es ist eher so ein verzweifeltes Hin und Her rotieren von Dingen, die man schon gesehen hat und man hofft, dass man sie irgendwie anders zusammensetzen kann. Das passiert aber meistens nicht. Das heißt, gewöhne dich daran, nimm dir 15 Minuten in so einer Stellung, rechne das und wenn es dann eben nicht funktioniert durch die Verteidigung, dann ist es so, dann kannst du das mal weitermachen, vielleicht funktioniert es später, aber das ist der systematische Weg und das Wichtige ist eben, das systematisch auch zu trainieren. Und gerade heutzutage im Internetzeitalter ist es so verlockend, dass du dann einfach nur so am PC sitzt und irgendwelche Züge machst. Da solltest du schon richtig trainieren. Trainiere es richtig. Nur weil dir am Ende Leeches sagt, du hast die Taktik richtig gelöst, heißt das nicht, dass du wirklich die Varianten alle gesehen hast. Leeches bricht dann einfach ab und du sagst, hey, ja, richtig, aber du hast die anderen Kandidatenzüge nicht berechnet. Du hast vielleicht mögliche Verteidigung, die Leeches nicht geprüft, hast gar nicht gesehen. Deswegen ist es so wichtig, dass du bei so einer Taktik eben das machst bei Leeches und danach das auch durchgehst. Geh danach die Varianten, die du gesehen hast, die anderen Kandidatenzüge durch. Warum dein anderer Kandidatenzug, den du verworfen hast und du dachtest, der funktioniert nicht, prüfe das, ob das richtig ist. Prüfe die anderen Verteidigungszüge, die du gesehen hast für den Gegner. Das ist ganz wichtig, dass du einfach deine Rechenfähigkeit verbesserst und eine gelungene Taktik ist nicht immer ein Zeichen, nur ein Zeichen davon, dass du jetzt alles perfekt berechnet hast. Manchmal kann es sozusagen so sein, du hast 9 Varianten richtig berechnet und eine falsch und genau die kommt aufs Brett und dann funktioniert es nicht. Trotzdem war es eigentlich eine gute Rechenleistung und je mehr du das machst, je mehr wirst du merken, dein Gehirn gewöhnt sich daran. Zum einen an diesen Prozess, wie du richtig rechnest, zum einen aber auch an ein bisschen Rechenausdauer mit Intensität und das wirst du in Partien merken, dass dich das voranbringt, dass du da einfach mehr rechnen kannst und besser rechnen kannst und länger rechnen kannst, auch in anstrengenden Turnieren. Und das wird dich zu einem besseren Schachspieler machen. Und das ist insbesondere eben ein Thema, was mich oft betrifft in diesen Partien. Aber jeder Schachspieler kann davon profitieren. Und insbesondere ist es eins der einfachsten Trainingsmöglichkeiten, denn du kannst einfach diese Taktikaufgaben starten und machst das einfach 15 Minuten am Tag. Fertig ist, du wirst dich verbessern, ohne dass du jetzt einen riesigen Trainingsplan brauchst. Ich hoffe, damit könnt ihr ein bisschen was anfangen und ich freue mich, euch bald in den nächsten Videos wiederzusehen.